hier ist Franka von Mädels an die Bässe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin für euch heute mal hier aufs Dach gestiegen, um ein bisschen in die Ferne zu schweifen, denn wir gucken heute in die USA nach Kalifornien. Da kommt eine sehr, sehr coole und legendäre Band her, nämlich die Queens of the Stone Age. Die Queens of the Stone Age wurden 1996 gegründet von Josh Homme. Und der hat vorher in einer Band gespielt, die hießen Kais. Die sind auch ziemlich legendär, auch wenn sie nicht so erfolgreich waren. Aber in der Szene, in der Stoner Rock und Desert Rock Szene sind sie sehr, sehr bekannt, denn sie haben diese Musikrichtung quasi mitbegründet. Und die Queens of the Stone Age, die lehnen sich musikalisch auch ziemlich stark an diese Richtung an und können auch als Desert Rock bezeichnet werden. Ich werde euch heute zeigen, wie man Hanging Tree von den Queens of the Stone Age spielt. Ich zeige euch heute, wie man Hanging Tree von den Queens of the Stone Age spielt. Der Song kam 2002 raus auf dem Album Songs for the Deaf. Und Mark Lanegan singt den Song hier, diesmal nicht Josh Homme. Und ich mag den Song total gerne. Ich finde, der fließt so richtig toll dahin, aber halt nicht wie so ein stilles Bächlein, sondern wirklich wie ein reißender Strom, würde ich sagen. Der halt auch richtig, richtig Power. Und es macht total Spaß, ihn auf dem Bass zu spielen. Es ist auch ein sehr vordergründiges Bassriff. Und was daran total besonders ist, dass der Song nicht im Viervierteltakt geschrieben ist. Normalerweise kennen wir eigentlich die meisten Songs, die wir kennen, im Viervierteltakt. Das heißt, 4/4 passen in einen Takt rein und dann geht es wieder von vorne los. Hier handelt es sich um einen 5/4-Takt. Das heißt, man muss sich vorstellen, 4/4 und dann kommt noch eine Viertel hinterher und dann geht es erst wieder von vorne los. Oder man könnte auch sagen, es ist quasi ein Dreivierteltakt mit einem Zweivierteltakt noch dahinter, wie man auch immer es sagen will. Und ich würde euch dazu aber empfehlen, dass ihr nicht unbedingt mitzählt 1, 2, 3, 4, 5, weil das ist total schwierig, da kommt man gar nicht so mit, sondern dass ihr eher drauf hört, was wann gespielt wird und eher die Melodien und die Basslinie wirklich akustisch verinnerlicht und dann fällt es euch auf jeden Fall leichter, das zu spielen. Also ich zähle da auch nicht 1, 2, 3, 4, 5 mit, sondern ich kenne den Song einfach so gut, weil ich ihn schon so oft gehört habe, dass der mir quasi ins Blut übergegangen ist. Gut, ich werde euch jetzt mal erklären, wie man den Song spielt. Okay, ich werde euch jetzt die 3 hauptsächlichen Basslinien von Hanging Tree zeigen. Es geht los mit dem Intro, das gleichzeitig auch das Outro ist. Wir beginnen im 15. Bund auf der A-Seite. Ja, falls euch das Intro vielleicht erstmal zu schnell ist, vor allen Dingen an der rechten Hand, versucht doch mal nur halb so viel Anschläge zu machen und die Melodie aber gleich zu lassen und das Tempo gleich zu lassen. Ich kann es euch mal vormachen. So, jetzt gleich im Anschluss an dieses Intro kommt dann die Strophe und die besteht im Prinzip aus 2 Teilen, die sich immer wieder abwechseln. Danach geht es jetzt direkt in den Refrain und der wird so gespielt.
ein Hinweis zum Schluss. Also es ist auch wichtig, wie ihr die Töne natürlich spielt, dass ihr sie nicht einfach so durchgängig irgendwie ausklingen lasst, sondern mit der linken Hand immer wieder den Ton ein bisschen löst, sodass die Saite abgedämpft wird und der Ton kürzer wird. Ihr könnt ja mal ganz genau drauf hören, an welchen Stellen das gemacht wird. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Mitspielen. Ja, wie ich anfangs schon erwähnt habe, machen Queens of the Stone Age Desert Rock und sie kommen auch aus der Stadt Palm Desert in Kalifornien. Und ich fühle mich irgendwie, wenn ich die Musik höre, tatsächlich wie in der Wüste. Und hier ist es irgendwie auch gerade so ein bisschen. Ha ha ha!